Ein wolkenloser Himmel über ganz Spanien. Dieser Satz soll am 18. Juli 1936 an die spanischen Truppen übermittelt worden sein und war für alle Eingeweihten das Zeichen loszuschlagen. Ein Coup gegen die Zweite Spanische Republik war die Folge. Die Unternehmung schlug zwar fehl, doch was folgte, war ein bis 1939 andauernder Bürgerkrieg in Spanien. Es kämpften die Republikaner unter Manuel Azaña gegen die Nationalisten unter der Führung von Francisco Franco. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es dem großspanischen Putschisten aus Nordafrika schließlich mit Hilfe der deutschen Legion Condor auf das spanische Festland zu gelangen und bis 1937 weite Teile von West- und Nordspanien zu erobern. Bereits Ende 1936 stand Madrid unter ständigem Druck und drohte immer wieder völlig umschlossen oder gar erobert zu werden. Wo 1936 noch die republikanischen Verstärkungen in Form der 11. und 12. Internationalen Brigade sowie der anarchistischen Kolonne Durruti eine Erstürmung Madrids durch die Nationalisten verhinderten, waren es im Frühjahr 1937 vor allem die internationalen Brigaden, welche sich den Eliten von Franco im Jarama-Tal entgegenstellten und den nationalistischen Vormarsch stoppten. Das britische Saklat-Wala-Bataillon und das amerikanische Lincoln-Bataillon erlitten im Zuge dieser Schlacht, insbesondere dem Kampf um den Suicide Hill, so schwere Verluste, dass im Nachhinein einer der amerikanischen Brigadisten gesagt haben soll, dass das Lincoln-Bataillon nach Abraham Lincoln benannt wurde, weil auch dieser ermordet wurde. Die Ausrüstung des Soldaten mag etwas gemischt aussehen. Das hat aber damit zu tun, dass es sich da um Freiwillige handelte, die natürlich das nahmen, was zur Verfügung war, teilweise zivile Klamotten, teilweise das aus Hilfslieferungen oder auch teilweise das, was sie mit von zu Hause gebracht haben. Die Baskenmütze stammt aus dem Baskenland. Da handelt es sich um eine traditionelle Kopfbedeckung. Die wurde zum einen natürlich von den Leuten aus der Region getragen, ging dann aber auch als Kopfbedeckung bei den Freiwilligen über und wurde später auch in der Armee als dienstliche Mütze in Olivenfarbton übernommen. Und war auch dann später bei anderen kommunistischen Gruppierungen sehr beliebt. Man könnte meinen, auf den bekannten Fotos von Che Guevara hat er genau solch eine Mütze getragen. Als Halstuch ein klassisches rotes Halstuch, auch zur Freund-Feind-Erkennung und auch für die politische Markierung. Wir vermuten, dass es sich bei dem roten Halstuch um eine Art Kragenbinde handelt, um den Kragen natürlich vor Schweiß und Dreck zu schützen. Wenn ihr das aber genauer wisst, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Als Hemd ein Hemd der Zweiten Republik, darüber einen zivilen Polunder und oben eine karierte Jacke. Rot natürlich auch zur Freund-Feind-Erkennung, aber natürlich hier einfach zivile Klamotten, die man so hatte. Das Interessante an diesen Hemden ist, diesen gesteppten, karierten Hemden, dass sie vor allem von den italienischen Interbrigaden getragen wurden. Da gibt es Bilder, wo ganze Einheiten diese Hemden tragen. Und auch die Sturmgarden, welche auf republikanischer Seite gekämpft haben. Als Hose haben wir eine M26-Hose der spanischen Armee. An den Schuhen britische Ammo Boots aus dem Ersten Weltkrieg und darüber britische Wickelgamaschen. Diese Stiefel wurden sowohl im Ersten Weltkrieg getragen, als auch in der Nachkriegszeit und auch im Zweiten Weltkrieg von allen Commonwealth-Staaten. Die britischen Truppen, die hatten dann bereits weiterentwickelte Stiefel. Es war sehr viel britische Ausrüstung vorhanden, zum einen aufgrund vieler britischer Hilfslieferungen und zum anderen auch, weil vieles noch aus dem Ersten Weltkrieg stammte, was im Land geblieben ist. Zum Transport der Ladestreifen für die Waffe sehen wir hier zum Beispiel ein britisches M1903 Cavaliers Bandolier und auf der anderen Seite massenhaft ausgegebene textile Bandoliers vom Lee Enfield. Die sieht man quasi auf jedem Foto, wenn man ganz genau hinschaut. In der Umhängetasche stecken das Bajonett für die Hauptbewaffnung, in diesem Fall ein Mosin Nagant M1891-30. Diese Waffen wurden immer vollständig geliefert, mit Reinigungsstab, Seitengewehr, Sling. Manche von diesen Sachen sind aber im täglichen Bedarf verloren gegangen, wie zum Beispiel in diesem Fall sehr authentisch der Reinigungsstab. Wichtig zu wissen, diese Waffen wurden damals mit dem Bajonett eingeschossen und daher war es existenziell für den Soldaten, das auch mitzuführen, weil er ansonsten wahrscheinlich das Ziel gar nicht getroffen hätte. Interessant bei diesem Mosin Nagant 1891-30 ist, dass es von ihnen nach 1938 oder ab 1938 genauer gesagt, so ziemlich keine belegten
Funde mehr gibt. Grund hierfür ist, dass die Sowjets ab 1938 große Teile ihrer Waffenlieferungen eingestellt haben, weil sie gemerkt haben, okay, der Krieg geht für die Republik verloren. Und wer jetzt hier auch denkt, die Sowjetunion hat selbstlos Waffen geliefert an die Spanier, den muss ich leider enttäuschen. Die spanischen Goldreserven befanden sich am Ende des Krieges in der Sowjetunion und damit wurde diese Hilfe bezahlt. Die Zusammensetzung der Streitkräfte im Spanischen Bürgerkrieg war ziemlich, nennen wir es wild. Ungefähr 50% der normalen Mannschafter sind auf Seiten der Republik verblieben, währenddessen die sehr erfahrenen Soldaten, gerade auch von der Nordafrika-Armee, sich auf die Seiten der Nationalisten geschlagen haben. Das größte Manko der Republik war, dass ein Großteil des Offizierskorps, des Unteroffizierskorps vor allem, auf Seiten der Nationalisten übergelaufen ist, wodurch es den Spaniern vor allem am Anfang des Krieges an kompetenten Unteroffizieren im Feld und Taktikern fehlte, was im Endeffekt die Republik gerade zu Beginn des Krieges auch eine ganze Menge Land gekostet hat. Als Ausgleich für die verlorenen Soldaten schlug sich auf die Seiten der Republik vor allem die Arbeiterschaft mit den Gewerkschaften. Es schlugen sich auf Seiten der Republik auch die internationalen Brigaden. Dafür hatten die Nationalisten den Vorteil, dass die faschistische Partei der Phalange und auch die Monarchisten sich für die Seiten der Nationalisten entschieden und damit große Konvolute an Erfahrung und Material im Kampf gegen die Republik aufbringen konnten. Zu Beginn des Krieges bestanden die internationalen Brigaden vor allem aus den Teilnehmern der Volksolympiade in Barcelona und Emigranten, welche sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Bürgerkrieges noch in Spanien befanden. Schließlich entschied sich irgendwann Komintern selber internationale Brigaden aufzustellen und so wurden die Nummern 11 bis 15 in der spanischen Armee für die Interbrigaden reserviert. Die Interbrigaden verstanden sich selber als Elite, das waren sie leider nicht. Sie waren in Ausbildung und Ausrüstung weit nicht so gut ausgerüstet wie die spanische reguläre Armee. Doch was ihnen an Ausrüstung fehlte, machten sie mit Kampfgeist wett. Die Sollmannstärke der Interbrigaden von 18.000 Mann wurde aufgrund anhaltender Verluste nie erreicht. Und von den insgesamt 40.000 Interbrigadisten, welche insgesamt im Spanischen Bürgerkrieg kämpften, überlebte nur knapp die Hälfte. Und auch die, die überlebten, sahen sich zu Hause Verfolgung und Mord gegenüber. Auf Seiten der Nation, der Nationalisten, kämpften auch Freiwillige aus dem Ausland, vor allem aus Italien und aus Deutschland. Die bekannte Legion Condor, welche das Dorf Guernica komplett ausradierte, stand hierbei auf Seiten der Nationalisten mit Ausrüstung, welcher der Republik weit überlegen war. Und hier wurde auch die deutsche Panzer- und Luftwaffe zum ersten Mal im Felde erprobt und erwies sich als sehr effektiv. Die internationalen Brigaden, welche die Nummern 11 bis 15 trugen, wurden nochmal unterteilt in internationale Bataillone, welche jeweils in Ethnien und Herkunftsländer aufgegliedert waren. So gab es aus Italien die Garibaldi-Brigade, es gab aus den USA die Abraham Lincoln Brigade, es gab aber auch aus Deutschland die Ernst-Thälmann-Brigade und so konnte man eine halbwegs funktionierende Kommunikation innerhalb der Einheiten herstellen. Es gab aber aus aller Herren Länder internationale Freiwillige. So kämpften beispielsweise auf beiden Seiten im Spanischen Bürgerkrieg Iren. Auf Seiten der Nationalisten knapp 700, auf Seiten der Republik um die 1000. Iren. Um noch einmal ein wenig genauer das Schicksal der deutschen Spanienkämpfer zu benennen. Die wenigen Spanienkämpfer, die den Krieg an sich überlebt hatten, wurden von der SS im Heimatland im KZ Dachau interniert. Im sogenannten Interbrigadistenblock fanden sich diese Spanienkämpfer wieder. Und von denen, die den Krieg überlebt hatten, überlebten noch wesentlich weniger das KZ. Des Weiteren sah es auch für die Spanienkämpfer, welche in eigentlich freundschaftlich gesonnene Heimatländer zurückkehrten, nicht so gut aus. Zum Beispiel die sowjetischen Offiziere, welche aus dem Spanischen Bürgerkrieg zurückkehrten, sahen sich oftmals ebenfalls Verfolgung und Internierung gegenüber und landeten in Gulags oder wurden gleich erschossen. Denn diese Offiziere erlebten, was es bedeutete, einen internationalen Kommunismus zu haben, welcher eben nicht totalitär und autoritär war. Genau, ihr fragt euch ja oftmals, woher wir die Sachen haben, mit denen wir diese Ausrüstung darstellen können. Das ist bei dieser Ausrüstung ein bisschen wilder und einfacher als erwartet. Wir haben hier zum einen den Pull Under von Vinted, die Jacke ebenso von Vinted. Man muss einfach nur wissen, was man sucht. Hierbei bieten sich Originalbilder an, um zu gucken, was man eigentlich möchte. Das Mosin Nagant, mittlerweile gar nicht mehr zu kriegen. Es handelt sich natürlich um kein Originales aus dem Spanischen Bürgerkrieg. An die ranzukommen, ist wie an Goldstaub ranzukommen. Sehr schwierig, sehr teuer. Das hier ist eins aus dem Jahr 1942, nahezu baugleich.
Wir haben uns bemüht, es möglichst auf 1938 zu trimmen, wie mit diesen Sling-Aufnahmen hier. Es gibt einige Unterschiede, welche für Experten markant sind. Sie haben uns jetzt hier aber bei der Darstellung nicht aufgehalten, dieses Gewehr zu benutzen. Wen das interessiert, wir können euch hierzu auch in der Beschreibung einmal eine Internetseite verlinken, wo nochmal genau aufgezeigt wird, wie ein Mosin Nagant aus dem Spanischen Bürgerkrieg auszusehen hat. Diese Tasche kommt von Etsy und wurde dann, das ist eine bulgarische Tasche, wurde dann einfach ein wenig entfärbt mit Bleiche. Dieser wunderschöne M193 Kavalleriebandolier wurde von ZIP gekauft, dann mit Stahlwolle ein bisschen abgerieben, benutzt gemacht. Diese wunderschönen Enfield Patronenbandoliers gibt es bei What Price Glory zu kaufen. Das ist ein Laden, der in Saudi-Arabien sitzt. Ganz nett hierfür, da gibt es auch diese Gamaschen, da gibt es ebenso diese Stiefel. M35 Hose der Sowjetunion. Einfach die Kniepads entfernen, dann ist das genau die M26 Hose der Spanischen Republik. Diese hier stammt vom Roten Platz in Moskau aus einem Schaufenster. Daher seht ihr auch diesen wunderschönen Farbverlauf. Bei dem Hemd handelt es sich um ein M57 Hemd der französischen Fremdenlegion. Passend für das M26 Hemd der Republik. 1:1 die gleiche Kopie, das Beste, was ihr rankriegen könnt. Das Halstuch von Amazon, die Baskenmütze auch von Amazon, genauso der kleine rote Stern. Wer erwartet, diese Sachen in einem Reenactment-Shop zu finden, den muss ich leider enttäuschen. Spanischen Bürgerkrieg werdet ihr keine Repros finden. Die Originale werdet ihr euch nicht leisten können. Die werden auch nicht in einem Zustand sein, dass ihr die tragen wollt. Die gehören in ein Museum. Ich kann euch nur sagen, kauft euch zusammen. Wenn ihr wisst, wonach ihr suchen müsst, werdet ihr es finden. Es ist wirklich eine wunderschön einfache Darstellung. Ihr müsst echt nur wissen, wonach ihr sucht. Wenn dir das Thema gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Einen kleinen Gruß noch an Moswar auf Instagram, Experte auf diesem Gebiet, der hat uns bei der Beratung sehr geholfen. Ansonsten habt ihr noch weitere Ideen für Themen? Lasst uns auch das wissen in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Adios!